Bern starten wir unseren Feldzug gegen den bundesanwaltschaftlichen islamophoben Unfug. Operation Justitia, Sektion Paria und Nashornfänger. Ey, ey, lalala, wunderbar, Adi Uchti, alles klar. Hey, hast du schon daran gedacht, wie dick Justitias Augenbinde war? Ihre Blindheit ein weiterer westlicher Mythos offenbar. Es steht zwar schwarz auf weiß in der Bundesverfassung ganz klar, Gleichheit vor dem Gesetz und all die Freiheiten sind da festgesetzt. Doch sind die gleichen Anwendungen auf Muslime nur leere Worte? Naja, mit der Gültigkeit für Muslime ist das wohl nichts geworden. Lasst uns das Rad der Zeit etwas zurückdrehen. Vielleicht kannst du es dann besser verstehen. Gegen Terrorgefahr und Attentate täten Muslime nichts, wurde beklagt. Dabei haben wir dem theologischen Extremismus und dem IS den Kampf angesagt. Als Anerkennung für die Anti-IS-Kampagne wurden Veranstaltungen doppelt untersagt. Islam, Salam, United in Peace. Obendrauf wurden wir für das Betreiben von Terrorpropaganda verklagt. Entschuldigt, wenn jedes Maß der Logik hier versagt. Von Bern starten wir die Operation gegen die diskriminierende Korruption, gerichtet gegen die muslimische Minderheit. Sagen wir Muslime, seid immer bereit, egal wie es kommt. Aufhören werden wir nie, sagt Kampf, Kampf der Islamophobie. Kampf, Kampf der Islamophobie. Sie definieren sich. Moderate Muslime handeln sie als Marionetten, die immer tun und sagen, was sie gerade gerne hätten. Selbstbestimmte, unangenehme Stimmen legen sie in Ketten, bekleben sie mit öffentlichkeitswirksam vernichtenden Etiketten. Dafür wurden Schubladisierungsmechanismen generiert. Wenn Terror, Extremismus, Gefährdung nicht funktioniert, wird halt eben mal Vergewaltigung suggeriert. Dies wird so lange repetiert, bis Islamophobie das Denken des hinterletzten Skeptikers penetriert. Und dann platzt da für die öffentlich-diskursive Hinrichtung kein Gewicht für eine effektive Fürsprechung. Es gibt nur ein Elixier gegen deren destruktive Auswirkung. Mit diesem Motto, der Muslim Negatives in positives Kapital modifiziert. Ist der Ruf mal ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Ja, komm mit erhobenem Haupt, selbst wenn dir keiner deine Unschuld glaubt, stehst du da für Allah, für Gerechtigkeit, deiner Ehre und Würde bist du nicht beraubt. Von Bern starten wir die Operation gegen die diskriminierende Korruption, gerichtet gegen die muslimische Minderheit. Sagen wir Muslime, seid immer bereit, egal wie es kommt. Aufhören werden wir nie, sagt Kampf, Kampf der Islamophobie. Kampf, Kampf der Islamophobie. Muslime werden in der Öffentlichkeit auf die Anklagebank gezerrt, in den Medien vorverurteilt. Toplus hat am liebsten alle gleich weggesperrt. In die seelenlose Pampa verbannt, fahren der sozialen Frieden geradewegs an die Wand. Mit Kampfbegriffen drängen sie Muslime an den Rand der Gesellschaft, die durch den öffentlichen Diskurs manipuliert, radikalisiert. Auf ein nächstes schwarzes Kapitel nihilistischen Eurozentrismus zumarschiert. Öffne die Augen und siehe, was alles um dich passiert. Moscheen werden mit bösen Sprüchen beschmiert. Praktizierende Muslime als Gefährder markiert. Es vergeht kein Tag, an dem man eine Hijabi nicht böse anstiert, mit dem Kopf schüttelt oder ihr vor die Füße spuckt. Achtet euch doch nur auf die Hasstiraden auf Facebook. Wie ignorant die Leitung des EKR dazu mit den Schultern zuckt, weil es auch den hinterletzten Freiheitliebenden nicht mehr juckt. Allgemein die Zivilcourage, feige aus der sicheren Ferne zuguckt. Opportun sei es nicht gerade, Muslime seien doch gut beraten und sich beim Schweigen zu ruhen. Wir werden euch was verraten, genau das werden wir nicht tun.
Es ist nicht mehr zu maskieren, wie sie sich in endlose Widersprüche verlieren. Im Fernsehen wird im Giftgas nur eine Plattform geboten. Eine Doku mit Mujahideen gegen den IS gilt als Propaganda verboten. Sie führen willkürliche Terrorlisten, bezeichnen Hamas-Führer Ismail Haniyeh als Terroristen. Kein Wort verlieren sie über die kriminellen Zionisten. Überheblich spielen sie die rettenden Weltpolizisten. Dabei müssten sie dringend bei sich Dreck ausmisten, mit Armee und Bomben auf fremde Territorien anschlagen, sagen, sie brächten nur Frieden und Ordnung in den Laden. Hunderttausende, Millionen von Seelen verbuchen sie als Kollateralschaden. Operation Bärendienst. Ist das nicht menschenverachtender Euphemismus? Dann empören sie sich über des Muslims Verdruss. All das sind politische Agenden, um das Blatt stets zu ihren Gunsten zu wenden. Muslime, lasst euch nicht davon verblenden. Niemals! Von Bern starten wir die Operation gegen die diskriminierende Korruption, gerichtet gegen die muslimische Minderheit. Sagen wir Muslime, seid immer bereit, egal wie es kommt. Aufhören werden wir nie sagen. Kampf, Kampf der Islamophobie. Kampf, Kampf der Islamophobie. Ganz egal wie es kommt, wir werden nie aufhören, uns über Diskriminierung zu empören. Zerbrechen wir die durch Angst verschlossenen Türen. Muslime, lasst sie unseren Widerstand spüren. Kommt, lasst uns Operation Gerechtigkeit beschwören. Ja, Achi, ja auch die Kampf der Islamophobie, Operation Justitia und Operation Bärendienst, Sektion Paria. Kampf, Kampf der Islamophobie. Kampf, Kampf der Islamophobie.